Hallo ihr Lieben, ich bin Swantje vom Schnittmusterlabel Yes Honey und heute zeige ich euch, wie ihr aus euren schönsten Baumwollstoff eine Boxershorts für euren Liebsten nähen könnt. Und so sieht das Ganze aus. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Schneidematte, ein Patchwork-Lineal und einen Rollschneider für den Zuschnitt, Gewichte, um das Schnittmuster zu beschweren, dann natürlich den Baumwollstoff, 1 Meter ist übrigens vollkommen ausreichend, eine Druckknopfzange für die Druckknöpfe, die wir anbringen wollen, Gummiband und Sicherheitsnadel und was ihr sonst so zum Nähen nutzt, also Nähmaschine, Garn, Bügeleisen, Schere und so weiter. Und das Schnittmuster findet ihr hier unten als Link in der Infobox. Das könnt ihr euch einfach downloaden, zu Hause auf dem Drucker ausdrucken, zusammenkleben und dann geht's auch schon los. Als erstes wird das Schnittmuster in der passenden Größe ausgeschnitten. Ganz wichtig ist, der Schnitt hat keine Nahtzugabe. Die musst du rundherum nochmal mit dran geben und bei mir sind das am Saum 2 cm und die restlichen Kanten sind alle 1 cm. Am Saum ist es ganz wichtig, dass du auf einen gespiegelten Verlauf achtest, sonst wird die Strecke später zu eng. Das heißt, der Verlauf der Seitennaht, den solltest du auf den Saum übertragen und wenn du nicht genau weißt, wie du das anzeichnen sollst, dann kannst du die 2 cm auch einfach nach hinten einschlagen, also so ein kleines Stück reicht da schon. Hauptsache die Strecke liegt glatt und dann nimmst du eine Papierschere und schneidest den Saum einfach zusammen mit der Innenbeinnaht aus. Wenn du das Papier danach wieder aufklappst, siehst du, dass sich die Seitennaht auf deinen Saum übertragen hat. Wenn dein Schnitt soweit vorbereitet ist, dann kannst du das Ganze aus deinem Baumwollstoff zuschneiden. Wichtig ist, dass du deinen Stoff rechts auf rechts legst und deinen Schnitt im Fadenlauf auflegst. Das kannst du ganz leicht überprüfen, indem du an mehreren Stellen immer vom Fadenlauf zur Bruchkante misst und schaust, dass du überall den gleichen Abstand hast. Gewichte zum Beschweren auf den Schnitt und dann alle Teile mit dem Rollschneider ausschneiden. Die Markierung an der Kante kannst du ganz einfach mit einer Schere einknipsen, nicht zu tief, damit du später keine Löcher im Stoff hast. So 2 bis 3 mm reichen hier vollkommen. Die Markierung für die Druckknöpfe kannst du dir mit einem Textilmarker direkt durch das Kreuzchen auf den Stoff übertragen. Ich habe mir da vorher Löcher in den Schnitt gemacht, damit es jetzt ein bisschen einfacher ist. Und durch die Punkte kannst du dir jetzt einfach eine Stecknadel stecken und die Position nochmal auf das zweite Schnittteil übertragen. Dann kannst du alle Schnittteile rundherum versäubern. Das geht mit der Haushaltsmaschine und einem Zickzackstich, genauso gut wie mit der Overlock und das habe ich jetzt hier gemacht. Dann können die Beine auch schon zusammengenäht werden. Also natürlich nicht zusammen, sondern jede Seite einzeln, denn die Hosenbeine werden ja getrennt voneinander verarbeitet. Und dafür klappst du jetzt jedes Schnittteil auf die Hälfte und legst es an der Innenbeinnaht rechts aufeinander. Damit nichts verrutscht, steckst du dir einfach ein paar Nadeln in den Stoff und dann kannst du die Lagen auch schon vom Schritt bis zum Saum hin zusammennähen. Die Nahtzugabe kannst du jetzt auseinanderbügeln und das geht bis zu der kleinen Ecke hier unten am Saum auch ganz einfach und das restliche Stückchen, das legst du dir einfach nach oben. Wenn alles stimmt, sollte das auch gleich der 2 cm Saumzugabe entsprechen und die kannst du dir jetzt ebenfalls mit ein bisschen Dampf einmal rundherum nach innen bügeln. Mit einem Bügellineal geht das übrigens besonders gut, denn da kann man zur Not auch mal drauf bügeln. Hier solltest du nämlich wirklich akkurat arbeiten, denn wir nähen gleich von der rechten Seite, sehen die Kante innen also gar nicht. Zur Sicherheit stecke ich mir noch mal ein paar Nadeln von rechts und dann präpariere ich mir noch schnell die Nähmaschine. Wie gesagt, ist der Saum ja 2 cm breit und damit ich auf jeden Fall treffe, nähe ich mit einem Abstand von 1,7 cm.
Den habe ich mir auch schon von der Nähnadel nach rechts abgemessen und mir ein Tape zur Orientierung auf die Stichplatte geklebt. Und genau hier lege ich mir jetzt auch die Saumkante an und beginne an der Innenbeinnaht zu nähen. Einmal rundherum, bis ich dort auch wieder angekommen bin. Hier nochmal vernähen und dann ist das erste Bein auch schon fertig. Mit dem zweiten machst du es ganz genauso und wenn beide Beine fertig sind, dann kannst du eins auf rechts drehen und es in das andere reinstecken. Denn jetzt werden beide Beine endlich miteinander verbunden. Die Schnittkanten sollten genau aufeinander passen und die steckst du dir einfach mit ein paar Nadeln zusammen, damit nichts verrutscht. Vor allem die Innenbeinnähte, die sollten nämlich genau aufeinander treffen und dann kannst du auch schon die Schrittnaht zusammennähen. Ich fange jetzt am Rückteil an zu nähen mit einem 1 cm Abstand zur Kante und eben einmal rundherum. Und wenn ich am Fake-Eingriff hier vorne angekommen bin, dann lasse ich einfach die Nähnadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen ein bisschen an und drehe mir den Stoff in die neue Nährichtung. So kommt man super um die Ecke und auch bei der kleinen Rundung, die danach kommt, kannst du immer wieder anhalten, das Füßchen heben. Und je nach Material gibt es auf keinen Fall Wellen im Stoff. Vernähen nicht vergessen und dann kannst du dir auch schon die Nahtzugaben in der hinteren Mitte auseinanderbügeln. Die vordere Mitte wird erstmal an den Knipsen zusammengelegt und hier mit einer Nadel fixiert, denn dadurch entsteht der Untertritt von unserem Fake-Eingriff vorne und den legst du dann zu einer Seite. Bei einer Männerhose ist das normalerweise die linke Seite, also damit man mit der rechten Hand in den Eingriff greifen kann. Bei Frauen legt man das andersrum, aber das ist natürlich auch Geschmackssache und je nachdem, ob du Links- oder Rechtshänder bist, mach das einfach so, wie es dir gefällt. Die vordere Mitte kannst du dann auf jeden Fall erstmal bügeln. Damit der Untertritt nicht immer aufklappt, wird er von rechts nochmal abgesteppt. Dafür habe ich mir die Form nochmal als Schablone rauskopiert und zeichne mir die Außenlinie mit einem Trickmarker auf den Stoff. Bevor wir den Eingriff aber absteppen können, übertragen wir uns nochmal die Position der Druckknöpfe, denn jetzt wissen wir ja, auf welche Seite wir den Untertritt legen wollen. Also einfach mit einer Stecknadel durch die Markierung pieken, das Ganze auf die rechte Seite übertragen und die Nadel kannst du dann auch gleich nutzen, um dir den Untertritt festzustecken. Das gilt natürlich für beide Druckknopfpositionen und dann kannst du den Untertritt auch schon entlang deiner eingezeichneten Linie feststeppen. Bevor wir unsere Druckknöpfe fixieren können, müssen wir uns erst noch die richtigen Teile zusammensuchen. Wir brauchen pro Druckknopf jeweils 2 Oberseiten und 2 Unterseiten, die ineinander passen müssen. Also ich kenne das als Männlein und Weiblein, damit man sie später so ineinander drucken kann und da braucht man eben für jeden Druckknopf ein Paar. Und das Gegenstück ist immer die Oberseite mit diesem kleinen Stielchen und da brauchen wir insgesamt 4.
Alles in allem sind es also 8 Teile und damit wir nicht durcheinander kommen, legen wir uns ein komplettes Set erstmal zur Seite. Dann brauchen wir natürlich auch das passende Werkzeug und das setzen wir uns jetzt erstmal in die Vario-Zange ein. Für die Außenteile ist das so eine kleine Platte. Daran kommen die Außendrucker, damit sie nicht verrutschen können. Und auf die andere Seite kommt der Stift mit dem Hartgummi, denn der drückt das Stielchen zusammen und presst die Teile so aufeinander. Da wir die Druckknöpfe getrennt voneinander anbringen und sie trotzdem genau aufeinander sitzen sollen, steche ich mir die Position mit einer Ahle durch alle 3 Stofflagen. Das weitet den Stoff ein bisschen an der Stelle und ich kann genau sehen, wo die Druckknöpfe später hin müssen. Hier stecke ich erstmal von der Außenseite den späteren Außendruckknopf durch das Loch und eins der Innenteile über den kleinen Stiel. So lege ich den Außendrucker jetzt in die Schale der Zange und presse das Ganze richtig fest zusammen. Für die Gegenseite stecke ich dann wieder den Außendruckknopf, diesmal von der Innenseite durch den Stoff, also den Untertritt, und darauf wieder den Innendrucker. Also hier nochmal überprüfen, dass es auch ganz sicher das Gegenstück ist. Auch das wird wieder richtig fest zusammengedrückt und dann sollten die Teile ineinander passen. Und mit dem zweiten Druckknopf machst du das ganz genauso. Dann kannst du auch schon den Bund zusammennähen und dafür legst du die Teile erstmal rechts auf rechts und nähst jeweils die kurzen Seiten aufeinander. Die Nahtzugabe wird auseinander gebügelt und dann müssen wir uns noch die Viertel markieren. Dafür lege ich mir die Nähte, die später unsere vordere und hintere Mitte sind, genau aufeinander und stecke mir jeweils eine Nadel nach rechts und eine nach links in den Bruch. Den Bund falte ich dann der Länge nach auf die Hälfte und nutze die Stecknadeln auch gleich zum Fixieren. Genauso markiere ich mir jetzt nochmal meine Hose an der oberen Kante, also auch hier wieder die hintere und die vordere Mitte genau aufeinander. Und Vorsicht, denn vorne ist hier der Bruch und nicht die Steppline vom Eingriff. Dann kannst du wieder rechts und links die Nadel in den Bruch stecken und den Bund und die Hose aufeinander legen. Vorsicht hier, wenn du ein Muster hast, das sollte natürlich nicht auf dem Kopf stehen. Wenn die Richtung stimmt, dann kannst du erstmal die Nähte in der hinteren Mitte aufeinander stecken und dann rundherum die Nadeln jeweils an der Viertelmarkierung und in der vorderen Mitte. Falls dir die Strecken dazwischen zu lang sind, gerne auch nochmal dazwischen ein paar Nadeln stecken. Ich fange meine Naht hier im Rückteil an und nähe jetzt rundherum alles zusammen. Und dabei schaue ich natürlich immer wieder, dass die Lagen, weil jetzt sind es ja 3, dass sie nicht gegeneinander verrutschen. Und wenn ich am Anfang der Naht wieder angekommen bin, ist es ganz wichtig, dass ich hier eine 3 cm große Öffnung lasse, weil wir ja noch ein Gummi einziehen wollen. Die richtige Weite für den Gummi kann ich dir natürlich nicht vorgeben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und oft ist es ja auch so ein bisschen vom Gummiband abhängig, also je nachdem wie fest der Gummi ist.
Und wenn du dein persönliches Wohlfühlmaß festgelegt hast, dann gibst du dir einfach nochmal 2 cm Nahtzugabe dazu, denn wir müssen das ja später auch noch zusammennähen. Jetzt aber erstmal eine Sicherheitsnadel durch ein Ende und dann wird der Gummi Stück für Stück durch den Hosenbund geschoben. Da du den Bund ja dabei immer wieder so über den Gummi rutschen musst, also dass das Ganze nachrutscht, achte unbedingt darauf, dass das offene Ende nicht aus Versehen komplett verschwindet, sonst musst du nämlich wieder von vorne anfangen. Und wenn du am Anfang wieder angekommen bist, ziehst du dir das Gummi einfach auf beiden Seiten ein Stück raus und wenn nichts verdreht ist, dann kannst du die Enden flach aufeinander legen und diese 2 cm, die sollten überlappen und die kannst du dann zusammennähen. Das kannst du mit einem Gradstich oder mit einem Zickzackstich machen, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass es in der Länge dehnbar ist. Die Höhe kannst du in diesem Fall ignorieren. Wenn du die Enden dann fixiert hast, dann einmal schnell überprüfen, ob auch wirklich alles hält und dann kannst du den Gummi komplett in den Bund flutschen lassen und die Stelle hier nochmal kurz glatt legen und das Ganze dann mit einem Geradstich schließen. Zum Schluss kannst du das Gummi im Bund noch gleichmäßig verteilen, indem du immer wieder am Gummi ziehst und den Stoff nachrutschen lässt. Und dann ist deine Boxershorts auch schon fertig genäht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Die Maßtabelle, das Schnittmuster und natürlich alle Produkte verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, klaut euren Kerl nicht so auf die Boxershorts. Näht euch lieber selber welche. Ciao, ihr Lieben!